Hallo und herzlich willkommen bei Retro und Games. Heute stelle ich euch alle 25 Spiele des Amiga Mini vor und das in 25 Minuten. Los geht's! So, 25 Spiele in 25 Minuten. Ich war knallhart. Jedes Game bekam eine Minute. Das reicht für einen guten Überblick über die Spiele. Wenn der Amiga Mini endlich bei mir ankommt, dann gibt es natürlich alle Infos dazu hier auf diesem Kanal. Also dranbleiben lohnt sich. Aber jetzt alle Games. Nummer 1. Alien Breed 3D. Ein 3D-Ego-Shooter, der sich natürlich stark an die Filmserie Aliens anlehnt. Klar. Team 17 hat das Game entwickelt und Ocean vertrieben. Das Spiel kam 1995 auf den Markt und war als direkter Konkurrent zu Doom zu sehen. Doom war schon 1993 erschienen und hatte die Videospielwelt quasi revolutioniert. Doom hat es ja leider nie auf dem Amiga gegeben. Alien Breed 3D konnte gegenüber Doom schon übereinander liegende Plattformen darstellen. Leider wurde, wie ihr seht, nur ein sehr kleiner Bildschirmausschnitt genutzt. Schade, dass stattdessen nicht der Nachfolger Alien Breed 3D 2 mitgeliefert wird. Das ist optisch schon um einiges besser und füllt den Bildschirm praktisch komplett aus. Die Bewertungen fielen trotzdem durchweg sehr gut aus. Ich habe beim Zocken ziemlich schnell gemerkt, dass ich inzwischen die aktuelle Steuerung mit den zwei Thumbsticks gewohnt bin. Die Drehungen fallen mir daher eher schwer. Aber es gibt eine Wumme und genug Feinde, sodass es an Spaß und Spannung nicht mangelt. So, den hier noch wegbolzen und schon kann es zum nächsten Spiel weitergehen. Nummer 2. Alien Breed SE 92. Ja, und gleich nochmal Team 17 und auch gleich nochmal Alien Breed. Doch diesmal ein Top-Down-Shooter. Das Game wurde 1992 veröffentlicht. SE steht für Special Edition und ist eigentlich nur eine Erweiterung des Spiels Alien Breed von 1991. Es gibt 12 neue Levels und ein paar extra Features, wie zum Beispiel eine Dark Level, bei dem nur die blauen Augen der Aliens zu sehen sind. Damals hat Team 17 das Publishing noch selbst übernommen und das nicht Ocean überlassen. Die Bewertungen fielen damals auch top aus. Kein Wunder, das Game macht auch heute noch Spaß. Beim Zocken habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass die Keys, die man hier einsammeln kann oder muss, nicht endlos reichen. Jeder Key funktioniert nur ein einziges Mal. Deshalb muss man aufpassen, in welche Räume man geht. Ich habe natürlich gleich mal munter jede Tür geöffnet, auch wenn dahinter kein weiterer Key zu finden war. Entsprechend habe ich die erste Runde gleich mal in den Sand gesetzt. Danach habe ich aber dann schnell den Weg zum Aufzug gefunden und konnte in das Deck 2 weiterziehen. Und wir ziehen jetzt zum nächsten Game weiter. Nummer 3, Another World. Ja, das Spiel ist ein Action-Adventure und erschien 1991 für den Amiga. Es wurde von Delphin Software entwickelt und von Interplay gepublished. Der kommerzielle Erfolg des Games hielt sich in Grenzen, aber es erreichte einen gewissen Kultstatus. Es ist sehr außergewöhnlich, da es eines der ersten Spiele mit animierten Zwischensequenzen war. Zudem gibt es keine Statusanzeige. Alle Informationen werden dem Spieler direkt über die Spielwelt vermittelt. Dazu gehören Gesichtsausdrücke oder Gestiken und eine leere Waffe bekommt einfach einen roten Punkt. Außerdem ist es noch besonders, weil die Aufgaben mehr darin bestehen, die Lösung zu finden, als die Durchführung selbst. Das Spiel ist in Abschnitte unterteilt. Schafft man die Lösung nicht, stirbt man und erscheint wieder am Anfang des Abschnitts. Da man aber unendlich Leben besitzt, ist das kein großes Problem. Es macht einen riesen Spaß. Wenn man allerdings das Rätsel recht lange nicht lösen kann, nerven die Zwischensequenzen doch sehr. Die dauern manchmal länger und wenn man sie zum 10. Mal gesehen hat, ist das halt eher langweilig. Doch weiter zum nächsten Game. Nummer 4. ATR All Terrain Racing. Ein Top-Down Racing Game. Naja, so leicht schräg ist der Blickwinkel ja schon. Richtig Top-Down ist Supercars 2, aber dazu kommen wir später noch. Ach übrigens, das Spiel stammt, nicht überraschend, von Team 17, die sowohl die Entwicklung als auch das Publishing übernahmen. Das Game hat 42 Strecken und 3 verschiedene Fahrzeugtypen. Und wie der Name des Spiels schon verrät, gibt es unterschiedliche Bodenverhältnisse. Je nach Fahrzeug kommt man dann eben besser oder schlechter voran. Dazu gibt es Abkürzungen, die man nehmen kann, allerdings haben die natürlich einen anderen Untergrund und es stehen Bäume, Fässer oder sonstiges im Weg. Dadurch ist auch ein wenig Strategie gefragt. Ist es besser, die Abkürzung zu nehmen und dabei vielleicht an einem Hindernis hängen zu bleiben oder doch besser auf der Straße? Außerdem gibt es ein paar Items, die man einsammeln kann, um mehr Punkte zu bekommen. Und es gibt den Battle Mode, bei dem die anderen Fahrzeuge mit Raketen oder Minen abgeschossen werden können. Mein Versuch hier, die Abkürzung zu nehmen, schlug leider richtig fehl, doch jetzt erstmal weiter zum nächsten Game.
Nummer 5, Battle Chess. Ja, das Game ist natürlich ein Schachspiel und es hält sich auch an die Regeln. Man kann unterschiedliche Schwierigkeitsstufen einstellen. Interplay hat das Spiel entwickelt und auch vertrieben. Wieder ein Spiel, das zunächst für den Amiga erschien und danach auf weitere Plattformen portiert wurde. Und klar, der Reiz von Battle Chess sind natürlich diese Kampfsequenzen, die immer dann ablaufen, wenn eine Schachfigur geschlagen wird. Jede Figur hat seine spezielle Waffe bzw. Kampfstil und entsprechend wird der Gegner damit vernichtet. Damals war das sensationell, wobei das Ganze nach einigen Runden auch wieder etwas an Reiz verlor. Hatte man erstmal alle Sequenzen gesehen, dann war das Spiel nicht mehr so aufregend. Die Kampfszene ist auch nur von den Kontrahenten abhängig, das heißt immer, wenn zum Beispiel ein Turm einen Bauern schlägt, wird die gleiche Animation abgespielt. Heute ist das nicht mehr so interessant, da es solch animierte Actionsequenzen zuhauf in vielen Spielen gibt. Das Spiel erhielt damals sehr gut die Kritiken, sodass Fortsetzungen auf den Markt gebracht wurden. Die erste enthielt chinesische Kämpfer und danach kam eine Version mit futuristischem Design und Anlehnung an Science-Fiction-Filme. Dann weiter zum nächsten Spiel. Nummer 6, Cadaver. Das nächste Spiel ist Cadaver und das erschien 1990 für den Amiga, Atari ST und MS-DOS. Es wurde von den Bitnet Brothers entwickelt und von Imageworks vertrieben. Wie ihr sehen könnt, nutzt es die isometrische Darstellung. In diesem Adventure steuert man den Zwerg Caradoc, der in dem Schloss Wulf Reichtümer sucht. In dem Spiel sind jede Menge Rätsel zu lösen. Dabei kann es sein, dass man in einem Level schon sehr viele Räume gleich zu Anfang betreten kann, aber um weiterzukommen, immer wieder in die Räume zurückkehren muss. Dort hat sich dann was verändert, weil man einen Hebel, einen Schalter oder sonstiges betätigt hat. Oder man hat jetzt weitere Gegenstände, die mit den dortigen kombiniert werden können. Da aber damit nicht genug, oft ist es notwendig, einen Zauberspruch anzuwenden und natürlich gibt es Monster, die man umgehen oder bekämpfen muss. Das Spiel erhielt sehr gute Kritiken, was ich durchaus nachvollziehen kann. Übrigens muss man sich von den Dungeons unten über die Wachräume bis nach oben in die Türme rätseln oder kämpfen, um dann dem Endgegner Dionysos gegenüberzutreten. Aber soweit komme ich hier nicht, sondern ich komme zum nächsten Titel. Nummer 7, California Games. Ja, California Games. Wer kennt das Spiel nicht? Oder zumindest eines der guten alten aus der Games-Serie. Wie sie alle hießen, Summer Games, Winter Games oder World Games. Auf jeden Fall kam California Games 1987 auf den Markt. Ursprünglich von Epix für den C64 und Apple II entwickelt und von US Gold gepublished. Es folgten ziemlich schnell viele weitere Systeme und eben auch der Amiga. Die Disziplinen sind Skateboarden, Footbag, Surfen, Rollschuhlaufen, BMX und Frisbee. Das Game enthält ein paar Gags. Beim Skateboarden kann es zu einem Erdbeben kommen, beim Surfen erscheint manchmal ein Hai, eine Möwe gibt es beim Footbag. Etwas kurios geht es beim Frisbee-Spielen zu. Wird nach ein paar Fehlwürfen zu lange gewartet, kommt ein Außerirdischer und entführt den Partner. Die Reviews fielen für den Amiga nicht ganz so gut aus wie für den C64, was auch nicht wundert. Auf dem Amiga gab es einfach schon viel aufwendiger gestaltete Titel. Aber weiter zum nächsten Game. Nummer 8. Dragon Breath. Das Spiel wurde in den USA unter dem Namen Dragon Lord verkauft. Daher kennt es der eine oder andere vielleicht mit diesem Titel. Es erschien 1990 für die damaligen drei großen: Amiga, Atari ST und MS-DOS. Die kleine Firma Outlaw hat es entwickelt und Palace Software übernahm die Vermarktung. Bei diesem Spiel ist man einer von drei bösen Zauberern, die einen magischen Talisman suchen müssen. Dabei ist es natürlich wichtig, die Gegner am Suchen zu hindern und das macht man am besten mit seinen Drachen. Die können Dörfer und Städte feuerspeiend erobern. Als Zauberer kann man selbstverständlich mit Zauberei helfen. Dazu gibt es ein Labor, in dem man diverse Zutaten zu einem Trank zusammenmischen kann. Dadurch ist es möglich, seinen Drachen zu stärken oder Flüche auf die Städte zu werfen. Aber Vorsicht, das Labor kann sogar explodieren oder man schwächt seinen Drachen aus Versehen. Das Spiel hat durchaus seinen Reiz, wurde aber trotz relativ guter Bewertungen irgendwie immer unterschätzt. Vermutlich liegt es an den komplizierten Rezepturen. Wie auch immer, wir kommen zum nächsten Spiel. Nummer 9. F-16 Combat Pilot. Diese Kampfjet-Simulation erschien 1989. Entwickelt wurde es von Digital Integration und gepublished von Electronic Arts. Abgesehen von Amiga, Atari ST und DOS wurde es sogar noch für den C64, den Amstrad CPC und für den CX Spectrum herausgebracht. Die Simulation ist durchaus gelungen, wobei Grafik und Sound eher mager sind. Aber die Instrumente und die Flugeigenschaften sind sehr realitätsnah umgesetzt worden. Soweit dies natürlich mit den damaligen Computern möglich war. Dazu kommt, dass von einem Hangar gestartet wird und die übliche Prozedur eines Starts durchzuführen ist. Dazu gehört auch die Eingabe eines IFF-Codes, der Maschinenstart, die langsame Fahrt zur Startbahn und dann erst der Take-Off. Der Game Designer hatte zuvor an einem echten Simulator für Piloten des F-16 gearbeitet, sodass natürlich auf die Realitätsnähe generell viel Wert gelegt wurde. Die Bewertungen waren durchweg gut, doch erlangte das Spiel keine große Popularität. Letztlich hatte das Spiel Falcon bessere Grafik und Sound zu bieten. Doch weiter zum nächsten Game.
Nummer 10. Kickoff 2. 1990 erschien Kickoff 2 und war der Nachfolger des 1990 erschienenen Kickoffs. Das hatte seinerzeit Maßstäbe gesetzt. Zum ersten Mal klebte der Ball nicht am Fuß, sondern wurde wie in der Realität auch vor sich hergetrieben. Zusätzlich waren Fouls und Verletzungen, gelbe und rote Karten und das Action Replay neuartig. Und die unterschiedlichen Fähigkeiten der Spieler waren ebenso ein Novum. Bei Kickoff 2 kamen dann noch unterschiedliche Schiedsrichter dazu. Außerdem gab es neue Platzarten wie Kunstrasen und matschig. Revolutionär war die Einführung von Aftertouch, wodurch die Flugbahn des Balles nach dem Schuss sogar noch verändert werden konnte. Dazu kamen auch noch die Farbwahl des Trikots sowie ein Turniermodus. Durch diese Top-Features wurde Kickoff zum Führer in der Fußballliga. Doch schon 1992 kam Sensible Soccer, das die Führerschaft immer mehr an sich riss. Anko Software zeichnete sich für die Entwicklung und die Vermarktung verantwortlich. Das Game bekam die besten Bewertungen auf dem Amiga und wurde kommerziell ein Riesenerfolg. Doch weiter zum nächsten. Nummer 11. Lost Petrol. 1990 kam Lost Petrol für den Amiga, den Atari ST und DOS auf den Markt. Ocean publishte das von Shadow Development entwickelte Spiel. Es ist ein Strategiespiel, das einige Action-Elemente enthält. Eine Gruppe GIs sind inmitten des Vietnamkriegs mit dem Hubschrauber abgestürzt und müssen sich jetzt bis zum nächsten amerikanischen Stützpunkt durchschlagen. Das vietnamesische Hochland ist gefährlich. Es gibt Minenfelder, gegnerische Speer oder sogar Einheiten, die ihnen den Weg versperren. Die Feinde können im Faustkampf mit Gewehren oder auch mit Handgranaten bezwungen werden. Je nachdem, wie gut man in diesen Action-Sequenzen abschneidet, bekommt man eventuell Munition oder Nahrung. Oder aber es gibt Verletzte und Tote in den eigenen Reihen. Die meiste Zeit des Spiels verbringt man aber über Karten, um die Route und Geschwindigkeit des Marsches festzulegen. Dabei sind auch Pausen mit Essen sehr wichtig, ansonsten sinkt die Moral und die Fitness der Kameraden. Das Spiel erhielt recht gute Kritiken und die eingespielten Videosequenzen aus dem Krieg schaffen eine passende Atmosphäre. Doch weiter zum nächsten. Nummer 12. Pinball Dreams. Das Spiel erschien 1992 und das war auch die Zeit, in der die Arcade-Hallen langsam leerer wurden. Auch die Flipper-Automaten wurden nicht mehr so oft genutzt. Schließlich konnte man das ja alles inzwischen auch zu Hause haben. Interessanterweise gab es das Spiel nur für Amiga und DOS und für die Konsolen Game Gear und SNES, nicht jedoch für den Atari ST. Digital Illusions hatte das Game entwickelt und 21st Century Entertainment übernahm den Vertrieb. Eines der wesentlichen Merkmale war, dass es nicht wie bisher üblich den ganzen Flipper-Automaten zeigte, sondern nur in etwa ein Drittel davon. Was diesem Game zwar noch fehlt, ist die Möglichkeit mit mehreren Bällen zu spielen, aber das begrenzt den Spielspaß nicht wirklich. Dies zeigt sich auch in den sehr guten Bewertungen, die dieses Game damals erhielt. Viel mehr ist zu dem Spiel eigentlich auch schon gar nicht mehr zu sagen, außer natürlich, dass aus 4 verschiedenen Themen gewählt werden kann. Ignition steht für ein Raumfahrtambiente, Steel Wheel für Wild West, Beatbox für Musik und Nightmare für Gruselatmosphäre. Aber gut, die Minute ist schon wieder um, weiter zum nächsten Game. Nummer 13, Project X, ein weiteres Game von Team 17. Wieder traten sie sowohl als Entwickler als auch als Publisher auf. Project X ist ein klassischer Side-Scroll-Shooter, der 1992 auf den Markt kam. Diesmal gab es das Game nur für den Amiga und für MS-DOS und noch eine Special Edition für den Amiga CD32. Das Ganze spielt in der Zukunft, als sich Militärroboter gegen die Menschheit stellen und sie angreifen. Dazu haben sie eine Station, in der immer neue bewaffnete Drohnen oder Fluggeräte gebaut werden. Und klar, die muss man wegballern und die Station zerstören. Das Spiel hat nur 5 Level mit jeweils einem Boss bzw. Endgegner. Es erinnert natürlich schnell an Gradius oder R-Type, aber es macht mindestens genauso viel Spaß. Es erhielt Top-Bewertungen, letztlich sind Grafik und Sound auch sehr, sehr gut. Leider ist das Spiel schon am Ende von Level 2 sehr schwer und Level 3 haben die meisten Spieler gar nicht geschafft. Sodass sich Team 17 für eine Special Edition für den CD32 entschied, die weniger anspruchsvoll war. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Nummer 14, Simon the Sorcerer, ein weiterer Klassiker, der es auf den Amiga Mini geschafft hat. Das Point-and-Click-Adventure wurde von der britischen Firma Adventuresoft entwickelt und vertrieben. Es erschien 1993 für MS-DOS und Amiga. Wie damals üblich sind die Aktionsverben unten am Bildschirm zu sehen. Die muss der Spieler dann anklicken und kann in Kombination mit Objekten auf dem oberen Bildschirm so Aktionen durchführen lassen. Simon ist ein ganz normaler Junge, der durch ein Portal in eine andere Welt gelangt. Dort gibt es Zauberer, Drachen, Riesen und so weiter. Jedenfalls bedroht der böse Zauberer Sordid diese magische Welt und Simon muss sie retten. Die erinnert im Übrigen an Mittelerde oder die Scheibenwelt von Terry Pratchett. Die Bedienung hingegen lässt ziemlich schnell an Monkey Island denken. Was das Spiel aber zu einem der erfolgreichsten Spiele der damaligen Zeit machte, ist vermutlich der Humor. So gibt es sozialistische Holzwürmer, unfähige Dämonen oder einen streikenden Brückentroll. Ganz zu schweigen von den lustigen Texten. Das Game macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und bekam entsprechend sehr gute Kritiken. Wir gehen weiter zum nächsten Game.
Nummer 15, Speedball 2 Brutal Deluxe. Dieses Spiel stammt von den Bitmap Brothers und wurde von Renegade Software vertrieben. Speedball 2 erschien 1990 und hat das gleiche Spielprinzip wie sein Vorgänger Speedball. Die erste Version ist quasi die Computerspielumsetzung des Films Rollerball aus dem Jahr 1975. Daran hat sich auch bei dieser Version nichts geändert. Es ist eine Handball auf Rollschuhen. Das Ganze wird auf einem Feld gespielt, das mit Wänden umrahmt ist. So kann weder der Ball noch ein Spieler die Arena verlassen. Obendrein gibt es eigentlich keine Regel. Im Gegenteil, eine Attacke gegen den Gegner wird mit Punkten belohnt, wenn sich dieser dabei verletzt. Zum ursprünglichen Game hat sich bei Speedball 2 nur die Zahl der Spieler und das Punktesystem ein wenig geändert. Grafik und Sound wurden selbstverständlich auch nochmal verbessert. Von der Steuerung her ist es natürlich den damaligen Fußballspielen sehr ähnlich. Man kontrolliert einen Spieler und kann passen oder faulen. Nur die Regeln sind eben etwas anders. Das Game erhielt recht gute Bewertungen. Die Zeitschrift Amiga Power lobte es sogar als eines der 3 besten Spiele für den Amiga. Doch wir gehen weiter zum nächsten Game. Nummer 16, The Chaos Engine. Auch Chaos Engine stammt aus der Software-Schmiede der Bitmap Brothers und auch hier war Renegade Software der Publisher. Das Spiel erschien 1993 für den Amiga und wurde danach auch für den Atari ST, MS-DOS, Mega Drive und die SNES produziert. In den USA hieß das Game übrigens Soldier of Fortune. Es ist ein Third-Person-Shooter, bei dem man von schräg oben auf die Landschaft schaut, also quasi eine isometrische Vogelperspektive. Ein verrückter Professor hat eine Maschine gebaut, die Chaos Engine, die es zu zerstören gilt. Sie produziert nämlich jede Menge Monster. Die muss man natürlich erstmal aus dem Weg räumen, bevor man bis zur Chaos Engine vordringt. Letztlich wäre es nur ein Shooter mit toller Grafik und mitreißendem Sound. Was Chaos Engine auszeichnet, ist der Zwei-Spieler-Modus. Das heißt, entweder man spielt wirklich zu zweit oder mit Hilfe des Computers. Und 2 Spieler sind auch notwendig, um die Horden der Gegner zu bewältigen. Dazu gibt es noch kleinere Rätsel, um die Level zu bestehen. Dadurch bekam das Game die besten Bewertungen und es macht auch richtig Bock. Aber weiter zum nächsten Spiel. Nummer 17, das Sentinel. Das ist mal ein sehr außergewöhnliches Spiel. Geoff Grammond hat das Game entwickelt und von Firebird vertreiben lassen. Es erschien für viele verschiedene Plattformen. Zunächst nur für den C64, später dann für viele weitere und eben auch für den Amiga. Das Genre wird meist als Puzzle bezeichnet, manchmal auch als Strategie. Es hat 10.000 Level, die jeweils aus einem 3D-Schachbrett bestehen. Allerdings gibt es viel mehr Felder und diese sind auch auf unterschiedlichen Höhen. Das höchste Feld ist mit dem Sentinel besetzt, der sich um seine eigene Achse dreht und, sobald er den Spieler entdeckt, diesen Energie entzieht. Als Spieler kann man sich zu einem anderen Feld transferieren. Allerdings muss man diese einsehen können. Ziel des Spiels ist es, sich ganz nach oben zu arbeiten und dann dem Sentinel selbst Energie zu entziehen. Dabei kann man auf den Feldern Podeste errichten, um so höher zu kommen. Das kostet allerdings wieder Energiepunkte, die man sich durch Aufsaugen von Bäumen, die auf der Ebene stehen, holen kann. Nicht ganz einfach zu verstehen, aber weiter zum nächsten Spiel. Nummer 18, Titus the Fox. Ja, Titus ist nicht nur der Name des Protagonisten, sondern auch der Entwicklerfirma. Allerdings heißt die französische Spieleschmiede Titus Interactive. Die übernahm auch den Vertrieb. Es handelt sich um ein klassisches Jump-and-Run, das 1992 auf den Markt kam. Die Zielplattformen waren Amiga, Atari ST und MS-DOS. Und diesmal kam noch der Amstrad CPC dazu. Der Spieler ist ein Fuchs, der seine entführte Freundin zurückerobern muss. Dabei ist es notwendig, den Gegnern auszuweichen. Es besteht auch die Möglichkeit, Dinge aufzunehmen und als Wurfgeschoss zu verwenden. Irgendeine Fähigkeit oder Waffe gibt es nicht. Das heißt, man muss den Hunden, Bauarbeitern, Riesenbienen und sonstigen meist ausweichen. Als Besonderheit können auch Gegner aufgenommen werden und so als Wurfgeschoss dienen. Bei einigen Leveln ist es auch notwendig, Gegenstände zu stapeln, um das Level zu bestehen. Das Spiel erhielt noch halbwegs gute Kritiken, außer für die Portierung auf den Game Boy. Die wurde sehr schlecht bewertet. Was ich noch vergessen habe, ist zu erwähnen, dass es ein Side-Scroller ist. Also man läuft wie bei fast allen Jump'n'Runs von links nach rechts. Aber das seht ihr ja selbst. Jetzt aber weiter zum nächsten Titel. Nummer 19. Worms The Director's Cut. Ja, wir hatten ja schon lange kein Spiel mehr von Team 17, aber hier ist wieder eins. Der Publisher war Ocean Software und das Game erschien 1997 für den Amiga. Es ist ein Strategie- bzw. Artilleriespiel. Eigentlich ist es sehr einfach. Man hat einige Würmer, mit denen man das gegnerische Team, ebenfalls Würmer, töten muss. Dazu können allerdings verschiedene Waffen gewählt werden, die alle unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Zudem haben die meisten Waffen nur eine begrenzte Menge an Munition, sodass sie nicht beliebig oft eingesetzt werden können. Eine weitere Schwierigkeit stellt die Landschaft
dar, denn oft ist es notwendig, über Berge oder Gegenstände hinwegzuschießen. Beim Beschuss ist auch noch ein wenig Vorsicht geboten, denn auch der eigene Wurm kann getroffen werden. Je nach Stärke des Treffers sinkt das Energielevel des Wurms von 100 bis 0. Ja, und dann ist er tot. Jeder Schuss wird humorvoll kommentiert, was dieses Game echt spaßig macht. Obwohl es sehr gute Kritiken bekam, konnte es nur 5000 Mal verkauft werden. Aber der Amiga war halt schon am Ende seiner Zeit und es wurde ja nur für diese Plattform produziert. Doch bei mir ist es Zeit für das nächste Game. Nummer 20, Zool, Ninja of the Nth Dimension. Ja, ein weiteres Jump-and-Run-Spiel, das 1992 released wurde. Gremlin Graphics war für die Entwicklung und den Vertrieb verantwortlich. Zunächst mal wieder für den Amiga gemacht, wurde es bald auf andere Plattformen portiert. Zool war als direkter Konkurrent zu Sonic the Hedgehog gedacht, was aber nur bedingt gelang. Zool ist ein Außerirdischer, den es notgedrungen auf die Erde verschlagen hat. Er muss einen Ninja-Status erwerben und dafür 7 Welten mit jeweils einem Bossgegner überstehen. Das schafft er mit Rennen und Hüpfen und natürlich mit Schießen. In dem Spiel sind einige Minigames, wie zum Beispiel ein kleiner Space-Shooter enthalten. Das Spiel selbst erhielt gute Kritiken, wobei alle anmerken, dass es zu schnell bzw. zu schwer zu steuern sei. Letztlich komme ich mit der Geschwindigkeit auch nicht zurecht und das macht das Game eigentlich zu schwierig. Es ist dann eher Glückssache, wie weit man in dem Level wirklich kommt. Ein weiterer Aspekt, der mir nicht ganz so gut gefällt, ist das Product Placement. Es ist das erste Amiga-Spiel, welches so massiv für ein Produkt wirbt. Aber der Lutscher-Firma hat es wohl nicht geschadet. Wir kommen aber damit schon zum nächsten Spiel. Nummer 21, Quark. Bei dem Game ist es mal andersherum. Team 17 hat das Spiel nur gepublished. Entwickelt wurde es für den BBC Micro und Archon Electron von Jamie Woodhouse. Okay, Team 17 hat das Game noch ein wenig aufgemotzt, sodass es dem Amiga auch gerecht wird. Es ist ein Plattformer und man ist eine grüne Ente, die Früchte und Diamanten einsammeln kann, um so Punkte zu bekommen. Entscheidend sind aber die Schlüssel, die man benötigt, um ein Level weiterzukommen. Natürlich gibt es Gegner, die einem am Aufnehmen der Schlüssel im Wege sind. Dafür hat man Eier, die auf die Feinde geschossen werden können. Bei manchen Gegnern sind auch mal mehrere Eier notwendig, um diesen zu erledigen. Es gibt auch ein paar Power-Ups, wie zum Beispiel Schokoladeneier, die haben eine bessere Durchschlagskraft. Insgesamt gibt es 80 Level. Manche haben eine besondere Herausforderung, wie zum Beispiel ein enges Zeitlimit, einen Lichtschalter oder fliegende Schlüssel. Das Game erhielt recht gute Bewertungen und hat durchaus seinen Reiz. Allerdings wird der Amiga damit natürlich nicht wirklich gefordert. Und ob das Game unbedingt auf den Amiga Mini musste, bleibt mal dahingestellt. Egal, weiter zum nächsten Titel. Nummer 22, Supercars 2. Ein weiterer Klassiker. Dieses Top-Down-Racing-Game wurde 1991 released und von Magnetic Fields entwickelt. Gremlin Graphics war der Publisher und brachte das Spiel für Amiga, Atari ST und MS-DOS auf den Markt. Klar, es ist der Nachfolger von dem Hit Supercars und im Prinzip auch sehr ähnlich. Es gab einige Verbesserungen, vor allem der Zweispieler-Modus mit dem Splitscreen war ein großer Schritt nach vorn. Wir hatten ja hier schon ATR All-Terrain Racing und die beiden Games ähneln sich sehr. Beide Top-Down-Racer mit der Möglichkeit, seine Gegner abzuschießen. Supercars 2 wurde aber schon 4 Jahre früher veröffentlicht. Die Reviews fielen recht gut aus. Grafik und Sound sind vielleicht nicht top, aber der Spielspaß ist riesig. Zum Beispiel auch Tore und Tunnels, die sie als Abkürzung öffnen. Oder auch Schienen mit Verkehr, die über die Straße führen und ein weiteres Hindernis darstellen. Was auch noch ganz witzig ist, sind die Namen der neuen Computergegner. Ayaton Sendup zum Beispiel statt Ayaton Sendup. So viel dazu, aber weiter zum nächsten Game. Nummer 23, Arcade Pool. Und wieder ein Game von Team 17. Diesmal waren sie wieder Entwickler und Publisher zugleich. 1994 kam diese Pool-Simulation auf den Markt. Der Tisch wird aus der Vogelperspektive gezeigt, was sich bei einem solchen Game natürlich auch anbietet. Das Spiel bietet sehr viele verschiedene Varianten aus UK oder den USA. Aber das Prinzip ist ja immer sehr ähnlich. Die Physik ist bei diesem Spiel sehr gut umgesetzt. Ansonsten ist es aber eher simpel gestrickt. Es gibt keine großen Animationen oder Grafiken. Weder am Anfang noch am Ende. Und auch der Sound bietet nicht gerade viel. Ganz witzig ist auch noch, dass die Namen der Entwickler für die Computergegner genutzt wurden. Für die guten Gegner, wohlgemerkt. Für die schlechten würden die Namen der Angestellten des Computermagazins Amiga Power verwendet. Der Streit zwischen diesen beiden Firmen hatte sich an vermeintlich schlechten Kritiken des Magazins an Team 17 Spielen entzündet und wurde noch einige Zeit fortgesetzt. Egal, das Spiel Arcade Pool jedenfalls haut mir nicht vom Hocker, auch wenn es eine gute Simulation ist. Aber man hätte bessere Spiele auf den Amiga Mini bringen können. Es bekam auch damals nur durchschnittliche Bewertungen. Doch, das nächste Spiel wartet schon. Nummer 24, Paradroid 90. Usen Consultant hat das Spiel vertrieben, das Craft Gold entwickelt hatte. Paradroid kam 1985 für den C64 auf den Markt. 1990 gab es das Remake für Amiga und Atari ST, das aber eigentlich auch nur optisch aufgebessert wurde. Bei dem Game muss man ein Raumschiff von Robotern befreien. Selber ist man auch ein Roboter, der allerdings keine gute Waffe hat. Aber er kann sich selbst in einen anderen transferieren.
Das gelingt nur, wenn die beiden Roboter sich berühren und der Spieler ein kleines Minigame gewinnt. Dabei müssen Leitungen zu Energiekapseln geschaltet werden. Der Schaltplan ist zufällig generiert und der Spieler muss mehr Kapseln aktivieren als der gegnerische Roboter. Dann übernimmt er ihn und kann mit dem hoffentlich besseren Roboter weiterkämpfen. Das Spiel erhielt sehr gute Bewertungen, obwohl es relativ schlicht daherkommt. Das Scrolling ist super und durch die Möglichkeiten, sich seinen Kampfroboter zu erobern, hat es durchaus seinen Reiz. Zumal jeder Roboter unterschiedliche Waffen hat. Aber wir kommen schon zum letzten Game. Nummer 25, Stunt Car Racer. Das Spiel wurde von Microstyle entwickelt und vertrieben. Es erschien 1989 für den Amiga, für DOS und den Atari ST, aber auch für CPC und C64. Herausragend für dieses Game ist die hervorragende Physik-Engine für die damalige Zeit und der Mehrspielermodus. Im Prinzip ist es nur ein klassisches Autorennspiel, allerdings ist die Strecke erhöht, sodass ein Abkommen von der Fahrbahn automatisch zu einem Crash führt. Dazu kommen noch Schanzen und Lücken in der Strecke, bei denen man auch leicht abstürzen kann. Wird das Fahrzeug zu schwer oder zu oft beschädigt, dann kommt es zum Ausfall und der Spieler hat verloren. Außerdem gibt es einen Turbo, der das Fahrzeug stark beschleunigt, der ist aber zeitlich begrenzt. Das Spiel hat ein spezielles Ligasystem, bei dem man mehrere Rennen auf unterschiedlichen Kursen absolvieren muss, um weiterzukommen. Aber es gibt immer nur einen Gegner. Verbindet man zwei Amigas mit einem Nullmodem-Kabel, kann der Gegner ein zweiter Spieler sein. Das funktioniert sogar mit einem Amiga und einem Atari ST, also im Crossplay. Genial für die damalige Zeit. Die Bewertungen fielen durchweg sehr gut aus und auch ich finde das Game recht spaßig. Es ist ein schönes Rennspiel mit ein paar Besonderheiten. So, das waren alle 25 Spiele des Amiga Mini. Jetzt kommen wir zum Fazit. Für mich ist die Auswahl okay, aber eigentlich auch nur, weil ich weiß, dass ich per USB weitere Games zocken kann. Denn es gibt viele Amiga-Hits, die in der Auswahl nicht dabei sind. Bei Alien Breed 3D hätte man besser die zweite Version nehmen sollen, die um einiges besser ist. Alien Breed SE 92 finde ich gut, das passt. Und auch Another World ist okay. Nicht perfekt, aber irgendwie halt kultig. Arcade Pool ist aus meiner Sicht überflüssig, deswegen kaufe ich mir den Mini sicher nicht. Und Pool gibt's auf allen möglichen aktuellen Plattformen für kein oder wenig Geld. All-Terrain Racing kann auch raus, schließlich ist ja Supercars 2 dabei. Als Rennspiel wären Grand Prix Circuit oder Lotus 3 abwechslungsreicher gewesen. Bei Battle Chess verhält es sich eigentlich wie bei Arcade Pool, überflüssig. Das werde ich auf meinem Mini höchstens zweimal spielen. Kadaver ist okay und kann drin bleiben, auch wenn es Besseres gibt. California Games hingegen finde ich klasse, das erinnert an die guten alten Amiga-Zeiten. Dragon Breath habe ich früher nicht gespielt und konnte den Reiz noch nicht ausmachen. Aus meiner Sicht raus. Gleiches gilt für F-16 Combat Pilot. Raus! Zu kompliziert und ich brauche hier eine Tastatur und auch hier gibt es einfach bessere Games. Kickoff 2 ist okay, auch wenn Sensible World of Soccer besser gewesen wäre. Bei Lost Petrol bin ich mir unsicher. Das Spiel finde ich schon ganz gut, aber es existieren halt so viele gute Spiele für den Amiga, also eher raus. Paradroid 90 würde ich auch nicht mit dazu packen. Ist nicht schlecht, aber wie gesagt, es gibt so viele tolle Games, die meines Erachtens auch viel besser zum Amiga passen. Pinball Dreams ist okay. Eventuell hätte man besser Pinball Fantasies genommen. Aber gut, passt schon. Genauso sehe ich das mit Project X. Ist okay, kann man lassen. Quack muss weg. Sorry, ein nettes Game, aber immer nur ein Bildschirm unterfordert den Amiga. Wenn schon, dann bitte Bubble Bobble. Simon the Sorcerer ist schon ziemlich gut und kann auch bleiben. Natürlich war Monkey Island 1 oder 2 der größere Hit, aber zu kritisch wollen wir mal auch nicht sein. Speedball 2, Supercars 2 und The Chaos Engine sind super Titel und erinnern auf jeden Fall an den Amiga von früher. Die bleiben ganz klar drin. The Sentinel ist mir zu strange irgendwie und eine Tastatur ist auch wieder fällig. Da gibt's weitaus Besseres. Titus the Fox ebenso raus. Die Top Jump'n'Runs waren Fire and Ice oder Brian the Lion. Außerdem ist ja auch noch Zool dabei. Worms bleibt drin, ganz klar, gehört einfach zum Amiga dazu. Und bei Zool ist es wie bei Titus the Fox. Zool hat zwar bessere Grafik und Sound, aber Fire and Ice oder Brian the Lion machen einfach mehr Spaß. Stunt Car Racer ist zwar ein spaßiges Spiel und auch aus der Cockpit-Perspektive, aber Grand Prix Circuit hätte mir besser gefallen, daher raus. Durch die Nachladefunktion hätte ich gar kein Spiel benötigt, das direkt auf dem Amiga Mini vorinstalliert ist. Allerdings sind für die breite Masse vermutlich auch die Spiele ein wichtiger Kaufgrund. Warum da nur 25 dabei sind und warum gerade die, das ist unklar. Eventuell doch zu teuer? Mir fehlen trotzdem noch ein paar ganz große Titel, wie zum Beispiel Lemmings, Die Siedler, Dune 2, International Karate Plus, Cannon Fodder, Moonstone, North and South etc. Die Reihe könnte ich noch eine ganze Weile fortsetzen. Ich meine, warum ist kein Cinemaware-Spiel dabei, wie It Came from the Desert, Defender of the Crown oder Wings? Oder auch einfach ein paar gute alte Klassiker wie Barbarian, Maniac Mansion oder Pirates. Ich denke, durch mehr Top-Titel würde sich der Mini noch besser verkaufen und es würde sich dann doch auch für alle mehr lohnen.
Wahrscheinlich war es wie immer im Leben ein passabler Kompromiss zwischen Preis und Leistung, dem irgendwie alle zustimmen konnten. Egal, der Amiga Mini kommt Ende März zu mir und ich werde ihn hier auf diesem Kanal auf Herz und Nieren testen. Also vergesst nicht, hier wieder vorbeizuschauen oder aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr das auch nicht. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um meinen echten Amiga hier und mache noch ein paar mehr schöne Videos von ihm. Ich sage danke fürs Zusehen, schaut wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Ciao, bis dann!